I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I am believed in, and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how the saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. I know I am believing and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know I am believing and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not what of good or ill may be reserved for me, of weary ways or golden days before His face I see. But I know I am believing and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I'll walk the vale with Him, or meet Him in the air. But I know whom I am believing and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. You may be seated. Wil ik wel reizen met de versen in Galaten 1, eerste kapitel 3 tot 5, wo dat zijn het genood met u en vrede van God, dem Vater, unseren Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu retten, nur seinem Willen in unserem Gott und Vater, dem wird ihr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, das ist ein wertvoller Vers, der Aufschnitt hier, was Paulus mehrmals brücken hat, zum Anfang merken, in der Gemeinde gereisen hat und immer waren mit der Gnade und Frieden anfangen hat. Und das wünsche ich, dass das wirklich kann sein. Ich weiß, das wird so viel gesagt, aber
er gebraucht en de kerk dat het immer wat gesagt, aber dat erst dat wirklich an ons hart ook ben. Dat is vrede en alles an ons ben is. Ja, wir weten dat Vierten nicht sehr friedlich. Denn wenn wir gucken, auch um uns in der Welt, das geht nicht sehr friedlich tau, auch nicht an die Kirchen. So, wir sind in einer schwierigen Zeit, scheint so geraten, und wirklich wird es zum Frieden kommen, wird nicht euer sein, euer Jesus, wird selbst zurückkommen und Frieden merken. Er ist der, was das aller stellen kann. Wir Menschen, wir können viel aus der Ordnung kriegen, aber nicht in Ordnung kriegen. Das scheint so, das ist immer der Trouble. Wir haben hier noch ein paar Vers, ich nenne über meine Predigt von Himmelfahrt. Ich will hier noch ein paar Vers lesen, und ich hätte von der Morgens allem, wir werden sehr wertvoll. Das ist in Jeremia 17. Und ich werde durchlesen von 5 anfangen. Und dann legt ich das bei 10. Das sind sehr wertvolle Versen und ich glaube, immer wahr, dass wir uns da an Briefen, wo wir uns wirklich stehen dann. Jeremia 17 von 5 bei der 10, ich werde durchlesen, wo das sagt, so sagt der Herr, verflucht ist der Mann, der sich am Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält und mit seinen Horten den Herrn wachjährt. Der wird so aus Stroh aus ein Straß an der Wüste sein und wird den Todkämpfchen draus nicht sein, aber wird an der Träge bleiben, an der Wüste, an einem unfruchtbaren Land, durch ein China wohnen wird. Und dann sagt er der andere Seed, Vers 7, und gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, und den sein Tauversach, ich würde sein Vertrauen, immer auf den Herrn ist. Der ist als ein Baum am Butter geplant, und dann hat sie eine Wartel, wo er am Butter kann, und wenn er Herd kommt, fürchtet er sich nicht, aber seine Blätter blieben rein, und sorgt sich nicht, wenn er dreig wird, im Jahr, er dreig Zeit kommt im Jahr, aber er bringt unabhörend Frucht. Und dann war er der 9. Vers, also ein interessanter Vers, wo das sagt, und ans Hort, das sagt, das Hort, als ein trägerisches und unheilbar Ding, wer kann das ergründen? Und dann sagt er, der Herr kann das Hort ergründen. In den ihren Briefen und geben jeden nur sein Down und nur die Frucht von seinen Worten. Hier sehen wir sehr klar beide Seiten. Von der Seite, wo der Mensch sich nicht auf Gott verlässt oder sogar Gott aufsehen wird, wo das mit denen ist. Und dann noch der andere Seite, wer sich auf Gott verloren hat. Aber ich dachte, zum Morgen das ist ein 9. Vers. So, als wir uns alle wurden nahen, wir nahen uns dann bekehrt, wir sind ein Christ, wir verloren uns auf Gott. Aber wo fern kommt dann doch noch wahre Furcht oder irgendwas an, was uns hart, uns aufladen wird, oder unsere Gedanken, von das, was das sein wird, wer sich am verloren wird, der wird immer Frucht bringen. Der erste ist ein Baum, der um Butter geplant ist, den fehlt das nicht um Butter. Und uns hört es immer wahr, dass das so leicht sich auflenken lässt, und dass wir wahre Furcht haben oder nicht durch sind, wo wir sollen sein. Mit Gedanken oder mit Worten, mit Wert. Und es wunderbar, was das beschaffen ist. Und er sagt, wer kann dort ergründen, wer kann dort utfängen, wo das mit uns hart ist. Aber dann sagt die Tier in der Vers, ich der Herr, ich kann das. So, ich kann all unsere harten prüfen. Kriegt nun, wer wir sind. Und kriegt nun,
von wo wir kommen. Er versteht uns. Er weiß auch, woran wir so sind, aus was wir sind. Aber das ist nicht, dass wir uns dann trösten können und sagen, naja, kann nicht halten, das zu sein. Das Wort lehrt uns dort, was wir tun sollen und wo wir tun sollen. So, wir haben wir nicht in Vergeben, dann gleichgültig zu sein und sagen, naja, ich kann nicht halten, ich bloß zu sein. Wenn das ein wasser Ding auch so ist, ich kann mich nicht zu einem anderen Mensch merken, das kann ich nicht. Und ich kann auch nicht fair sein, von wo ich will geboren werden, und dann wohne Zeit, kann ich alle nicht fair sein, da hat nichts zu sein. Und ich kann auch nicht sagen, wann ich sterben will. Das ist alles nicht an meine Macht. Und es ist auch sehr gut, dass nicht an unsere Macht ist. Das sind so eine Dinge, die können wir nicht ändern. Aber wir können uns wegwenden von der Beise und Gutes tun. Durch die Herrkraft. Und das ist, was wir wollen, immer weiter und denken, dass wir das wollen tun. Ja, und ich dachte, Eva, kriegt es von dir, wir sind hier viel reden, ich will kriegt so weil ich sitzen und horchen. Aber wenn der ungefragt wird, ich will das auch tun, ich will Gott treu sein. Aber nicht, dass ich glaube, dass ich das nicht besser kann als einer von dir. Unbedingt nicht. Aber ich weiß, dass ich dachte, nu diese Zeit, Eva, ich weiß nicht, wo jemand das alle gegangen hat, durch diese Zeit, was wir der Coronavirus haben, wo viel von geredet wird. Und wo viel dann wirklich an so ist, dass es soll sehr bedauerlich mit all das, was offenbart worden ist. In einer Welt werden, dass gesagt, treu sind, so wie es, dass wir nicht Gott antreu sind. Das will einer werden. Aber wenn der Schmeier offenbar wird, dann fangen wir an zu zweifeln, na, wo weit ist das wirklich? Aber ich habe in dieser Zeit auch viel Gebet und gelesen, in Botschaften gehört, in Programms gehört. Und dann fällt mir ein Ding, war dabei, was von vielen Jahren trägt, als ich ja am Anfang ein Dienst war, als ich gewählt war. Und ich konnte mich wirklich, wenn ich Gott bestätigt war, ich konnte mir gleich Hand gegeben, dass ich Gott dienen will. Ich kann mir gleich Hand geben. Mir wird plus jeden an, ich kann mir nicht Hand geben für das. Und dass wir immer waren, dass wir schwor. Und wird ein Tag, wo Gott sehr driest zu mir reden deed. Ich nicht, dass ich am Hören deed, aber dass ich eine Stimme, was ich sehr klar hören kann. Und was er mir verlegt, was er würde tun, wenn ich mir nicht Hand geben. Und dann war mir jetzt sehr wichtig, und ich will an der Arbeit. Aber dann will ich sehr bald auf die Knie und verspreche Gott, ich will am Treu sein. Und das fällt mir nu, war dabei, durch diese Zeit, was wir durchgingen, und wir viel am Gebeten, und kam mir das war eine Gedanken, ich will treu sein. Und das ist nicht, dass das einmal leicht ist, und das ist auch nicht, was Gott versprochen hat, dass das bloß einmal was leicht sein. So da wenn es einmal war, ich will Gott treu sein, solange es er will haben, dass ich reden und dienen soll. Und das ist nicht bloß reden, aber wenn reden erst, weil ich das auch tun, aber das kommen auch viele andere Dienste im Leben nennen. Was kreuz so wichtig sind, oder vielleicht welcher, wenn es was Meier mal gesagt, unsere Worte, die reden viel Leute aus unserer Welt. Und ich glaube, dort als kreuz, wo hier von reden, das redet von Frucht. So, wenn wir Frucht bringen, dort redet Leute aus unserer Welt wollen. Und dann müssen wir immer uns selbst besein, wo stehe ich? Und ich wins, muss das immer waren. Ja, das wäre ein bisschen mein Anliegen über dort. Und ja, dass wir alle bekannt sind, dass wir den Himmelfahrt feiern tun, wenn das von vielen Kirchen nicht wird. Aber ich glaube, das ist nicht mal erreicht, wenn das wird. Bei uns haben wir das gewöhnlich bis so ist die Botschaft. Aber mir ist es ganz okay, wenn wir das vermerkt haben. So, ich will wir gehen an dort nehmen und wir wollen uns dort engst lesen, was wir von Himmelfahrt reden, das wo Jesus trägt in dem Himmel fuhr. Aber dann will ich mehr von das andere auch reden, er hat all viel am Verüten von geredet, dass er verloren wurde. So, wir wissen, dass er kann hier nicht lang bleiben, aber mir ist das immer interessant, wenn ich darüber denke,
En dan wie kan dat zijn, wat van de kracht God heeft, wanneer we kijken dan aan de tijd wat Jezus hier op Erden weer. En dat zag hij vangt van zijn 30ste jaar aan. En hij heeft vielleicht so bij 3,5, je weet niet, krijgt wel lang, hij aan zijn dienst geweest is. En wat het gebracht heeft, aan een paar jaar, aan 3 jaar. En dat schijnt so wie mensen, we versuchen ook dingen te doen durch ons ganzes leven. En we krijgen vele dingen door niet aan. En hij kon het in een paar jaar doen. En ja, we zijn, wat van de grote macht er is, wat God heeft, tegen wat de mens heeft. Aber das ist ja ganz klar, wir sind von ihr gemerkt, und Gott ist jetzt, und Gott wird ewig, sodass auch ein ganzer Unterschied über dort. Aber doch sind wir schuldig, das zu tun. Und noch mehr, wenn wir checken bloß vom Anfang, das wären Jahren, was Jesus hier auf Erden wir, um die Menschen zu lehren, wenn wir checken von Anfang, Gott mögt die ganze Welt und sagt, der. So immer war das ja, wie sein Gott seine Macht, wo groot er is, en dat is bloos, dat is een allmacht. De Feind heeft ook veel kracht, der heeft macht, aber Gott heeft allmacht. Der heeft ook de kracht over den, de allmacht. Ja, weil wir checken an Apostelgeschichte Kapitel 1. Wir janken durch das engste den Aufschnitt zu lesen, wo Jesus in den Himmel fahren deed. En dan willen we ons toen een beetje even laten. In Apostelgeschichte 1 von 1 bis 14, ich werde das eng durchlesen. Wir wollen nicht alle Versen in Betracht nehmen, weil das ja sehr viel, und wenn wir das alle bekijken, dann kommt sehr viel mit an. Und das wird immer wahrer finden, wenn wir an Gott sein Wort ankijken, dann, wo voll ein Vers werden kann sein, ein Vers, wo viel Bedienung das kann haben. Wir anfangen, wo wir sagen, dass den ersten Bereich habe ich getan, lieber Theophilus. Über alles, was Jesus anfängt, deed und lehrt, wird an den Tag, an den in dem Himmel abgenommen wird. Nachdem er von den Aposteln, da er gewählt hat, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hat, an hat sich durch seinen Lieden viel eindeutig bewiesen, lebendig bewiesen. Er lädt sich an 40 Tage lang seinen und redet von der Reich Gottes. Das ist eine fremde Übersetzung für mich, da sind wir aber nicht, im Westen nicht ganz einig, das zu übersetzen. Und als er an taub war, befahl er an, Jerusalem nicht zu verlassen, aber ab der Verheißung, der Versprechung von dem Vater zu lernen. Und er sagt, was die Familie gehört hat. Dann Johannes hat ihm ein Wort gedeibt, die übersoll mit den Helden Geist gedeibt worden, nicht lang nur diese Deel. Und da sie taub gekommen wären, frühen sie an, Herr, wirst du zu dieser Zeit das Reich Israel abrichten? Er sagt aber an, das kommt ihr nicht hau, Zeit oder Stunde zu weiten, da der Vater allein an seine Autorität festgesagt hat. Aber sie wollen die Kraft kriegen, wann der Heilige Geist abgekommen wird, und wollen zeigen, für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien, und wird an das Ende von der Erde. Und als er das gesagt hat, ward er vor ihre Augen abgehoben und eine Wolke nahm ab vor ihre Augen weg. Und als er so herancheckten, wo er in den Himmel fuhr, da standen plötzlich 2 Männer und witte Kleider bei an und sagten, die Männer von Galiläa, was tue je hier und checken im Himmel? Der ist Jesus, der von dir wahrgenommen ist im Himmel.
wird wahrer kommen, so aus die am Herrn sein im Himmel fahren. Und dort jeden sie Abend trägen nur Jerusalem von dem Boy, von den Allbeuheiten dort, der dich bei Jerusalem legt. Und mal ein Sabbattag weit. Und als sie an der Stadt kommen, stehen sie waren an ihrer obersten Stufe, wo sie sich pflegen abzuholen. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, und Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, und Simon, Salatus, und Judas, und den Sohn von Jakobus. Und sie alle bleiben einmütig, wir sind beständig, einer beim anderen mit Beten, mit Verbeten, taub mit der Frühe von Maria und der Mutter von Jesus und seine Brüder. Das wäre die Zeit, wo Jesus verloren hat, was er all viel für uns gesagt hat, dass er verloren wird. Auch all viel Versprechen hat, durch diese Zeit. Und das, was hier nu passieren wird, nu wird das der Tag, nu wird seine Zeit aufgerannt, was er hier auf Erden soll sein. Ja, dus ik eerst zal zeggen dat durch diese Zeit, was er hier op Erden gewas ist, hat er sehr viel uitgereicht, auch sehr viel hingeloten. Und danach fing wir dort, dass er lang nicht alles kann, weil es einmal bloß auf eine steht, auf einmal wir. Und dass auch sagen, dort, wo wir noch waren, über was Versen nur lesen, dass das gut wäre, wenn er Hand ging, dass der Heilige Jesus kommen wird. Und er sagt, und das hier auch all, dass sie wollen mit den Heiligen Jesus gefällt worden. Und er sagt, nicht lang nur diese Teil. Und das ist auch interessant, wenn wir uns da übernehmen lassen, dass er mehr Tiden immer war, wo das sagen, das ist eine Zeit, aber uns hat es nicht gesagt, wie lang. Für das wird auch, sie sollen zurück nach Jerusalem gehen, weil sie angedohnt werden mit den Heiligen Jesus. Aber das sieht nicht, wie viel der sie lernen soll. Und das ist immer mit uns Menschen, wir sind vielmals eindeutig und wir sehen, dass die Menschen für uns auch zu der Bibelzeit auch eindeutig werden. Und wenn die Geduld nicht haben, dass die das in ihre eigene Hände nehmen, dass sie sehr große Fehler machen. Und das ist Krieg, was uns immer fehlen, dass wir die Geduld haben, dass wir das auflernen. Und dann wird es erst, wir haben auch Dinge, Umstände, wo wir nicht geraten tun, und was wir auch sollen Geduld haben und Geduld üben. Und das erst fertig, dass wir das nicht auflernen können, und dann tun wir Dinge, und dann merken wir große Fehler. Und ich muss von mir sagen, ich habe das getan. Ich habe Dinge sollt länger auflernen und sein, das anders zu tun, oder die Geduld brauchen. Dann können Dinge anders sein uitgedreht, als was sie nicht uitgedreht sind. Aber das erste, wir sehen das erste ist, wie Menschen sind. Aber das erste wäre nicht, dass Gott dann nicht vergeben hat. Wir sehen das von Abraham und Sarah, dass sie wären ungeduldig und sie machen einen großen Fehler. Aber Gott vergibt ihnen wehen. Und wir sehen das von Meier steht in der Schrift, dass wir weiten, die Menschen sind gepflegt mit Ungeduld. Na, weil wir Gott einmal zu Schreck halten, die sollte auch mal was tun, und dann geht es auch. Aber das lernen das hier auf. Und das wäre ein Teil, was sie hier mussten lernen. Aber das heißt, sie wären eindeutig am Gebet. Und ich glaube, das wird uns immer weiter fehlen, dass wir sehr eindeutig am Gebet sind. Dass wir nicht ungeduldig waren und dass wir blieben mit Beten. Und immer weiter beten. Dass wir nicht wollen abgeben. Ja, dass wir wirklich wollen dahin kommen, dass wir dort kriegen, was Jesus uns versprochen hat. Und diese Versprechung, wir können immer weiter auch abgehen, wenn Gott wird versprechen, das schafft er. Das ist nicht so ein Versprechen, was wir sein, was die Welt hat, was die Feind hat. Das ist ein Versprechen, aber vielmals dann haben wir uns euch mehr, dann ist es gleich so. Aber an Gott, wir können nicht zweifeln, dass er nicht geben wird.
Hij wordt het geven. We zijn dat hier, dat hij het geven deed. Hij verspreekt dat ze worden den Heiligen Geist kriegen en ze kriegen den ook. Dat ze worden uitgedaan worden met den Heiligen Geist. En wat ik ook nog, wat mir abholen deed, over dat zijn 40 dagen, wat Jezus hier op Erden weer, nadat dat hij, na de Auferstehung, dann sagt er, hij beweist zich nog eenmaal 40 dagen. En hij heeft met zijn Jünger geredet van dat Reich Gottes. En het weer nog krijg 40 dagen, wat hij van Feind verzacht wordt in de Wüste. So hier kommen noch einmal die 40 dagen waren. Aber das ist ein ganz anderer Deel. Nu redt hij van het Reich Gottes en het leert zijn Jünger. En we fangen meer van 40, wanneer we über denken, wat van 40 reden dat durch de Bibel. We waren dort nicht bis nachgehen, aber ich dachte über das wäre sein Anfang, als er getauft wird. Nur dort, dann war wir 40 Tage in der Wüste, was er von dem Feind versagt wird. Und hier, nur seine Auferstehung, wir haben noch einmal 40 Tage mit seinen Jüngern taub. Und hier lehrt er seine Jünger. Und auch, dort er sich von Fehler sein lassen. Erstlich wäre das nicht so viel, aber durch die 40 Tage haben am Tag sehr viele Menschen noch gesehen. Ja, en deze Kraft, die brauchen wir auch alle. Diese jährliche Kraft, was Gott geben wird. Das ist die jährliche Kraft, was er schenken wird. Und von der ersten Tag, wir weten dort, er jaft in jeden ein dort, was sich bekehren wird. Und war er geboren ist, der kriegt den Jas. Und das ist hier auch von reden wird, von der Gabe. Und jeder einer wird auch eine Gabe kriegen. Und das kann auch ganz verschieden sein. Wenn's, das würde nicht schaffen, wenn wir alle eine Gabe haben, was Paulus auch sehr klar merken, durch den Körper, was er verlecken das schafft nicht, wenn er bloß ill ist, schafft nicht bloß, wenn das einer leer ist. Der Körper braucht sehr viel Glieder. Und danach, wenn wir dann denken, was ein Körper wirklich ist, da ist so richtig viel, was wir gleich weiten, aber der Körper, der funktioniert. Der ist einmal so gemerkt, dass das schaffen wird. Und so ist es auch mit das. Gott stellt das taub. Und das ist wahr, dass wir Gott das lassen tun. In Vers 4 bei 5, die 2 Versen, da ist auch gleich die Versprechung, was er sagen wird, dass sie sollen nach Jerusalem gehen und dort aufhören, und die Versprechung, was er sagt, was ich gesagt habe, was die Familie hier haben. Und er sagt, in Johannes bleibt sie mit Wutter, aber je sollen mit den Heiligen Geist gedeiht werden, nicht lang nur diese Deel. Und wenn wir in das 2. Kapitel checken, Vers 3 und 4, da redet auch weiter von dort, und da sagt es, und dort erschien an Zungen verteilt, so vom 4, und sahen sich ab in jeden einzelnen von Arm. Und sie waren alle mit den Heiligen Geist erfüllt und fangen an, in andere Sprachen zu reden in andere Sprachen, so als der Geist an das angab. Und das wäre auch ein ganz interessantes, was da passieren wird, dass sie auf einmal sehr anfangen zu reden, aber dass wir diese Versprechung, was gegeben wird, dass sie würden den Heiligen Geist kriegen, und dass sie würden die Kraft haben, und wenn wir denken einmal bloß an, da bloß eine Person nehmen von da, ich meine, die hatten alle, aber von Petrus ist es sehr klar, von dort, wo er vorher war, und wo er Jesus versprechen hat, er würde am nicht auf sein, er würde am Tod gehen, und nur dann verloren hat, oder Jesus kann hat. Und nu, als er diesen Geist hat, die Kraft von dem Geist, dann hat er nicht mehr eine Furcht. Dann ging er Glück gegen alles, was immer am Begegnen hat. Und wir können durch die Apostelgeschichte viel lesen von Arm und auch von den anderen Aposteln, wo stark sie dann werden. Und das ist, was uns immer weiter fehlen, die jährliche Kraft. Wenn wir die nicht haben, uit uns selbst, können wir das nicht tun. Und diese Kraft, als wir das einmal haben, dann wäre Petrus ein ganz anderer Mensch.
Und wofür sei wieder von dir nicht. Das ist nicht gesagt, dass wenn die Menschen sich nicht bekehrt, die wollten die Rennfuß abstehen und sich dort reden. Gott hat ihnen vielleicht eine ganz andere Gabe gegeben. Ganz was anderes angegeben, was die tun soll. So, wir wollen nicht bloß ab das checken, aber da das eine Veränderung ist, merkt. Das muss wir sein und das muss wir glauben. Und ich glaube das auch, weil ich habe das auch so viel gesehen und ich weiß das von mir selbst, dass erst dann von da an erst das anders. Aber danach fällt einer sich Pferden auch sehr schwach. Aber das erst immer war, dass die Fiende auch Mang spielen, dat einem welche nicht merken. Und das versucht er immer war, dass er was an sein zu nicht zu merken. Das lehrt die Schrift an, sagt, dass dem euch was sagen. So, wir sind hier in dieser Welt immer im Kampf. Aber da steht, dass immer war, was wir uns hier verholen können, verlesen können, dass es immer war, dass wir uns abbühen können, das ist ein Trost für uns. Kann sein, würde dann gegangen haben, und wir können auch sein, würde von der geht. Wir haben noch einen Vers checken in Johannes 14, 16, wo wir mehr an Johannes noch ein bisschen angehen, wo Jesus viel von dort geredet hat, dass er verloren wird und was er wird tun. Johannes 14, Vers 16, da sagt er dort all, und ich war dem Vater beten, und er wird einen anderen Tröster geben, der für immer bei ihm bleiben wird. Und ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Vers, ein sehr wertvoller Wert, was Jesus geben wird, und dass er den Vater am beten wird, dass er wird einen anderen Tröster schenken. Weil den einzigen Tröster, was die Menschen dann haben, aus Jesus hier wäre, wie Jesus. Da wenigstens die Jesus wir noch nicht utgegangen, der war das Volk. Und da wenn wir das, er sagt das auch, er wisst das, der Plan wäre ja alle fertig. Und da wenn seht, er erntet auch, ich will ihnen einen anderen Tröster schenken. Was immer wird bei ihnen bleiben. Und das von der Tag noch. Wir weiten dann, auf dem Pfingsttag, als das durchgegangen wird, über die Herd, was wir dann wären. Aber nu von der Tag, haben wir den auch alle haben, und was sagen das, und der wird für immer bei ihm bleiben. Der wird für immer bei uns bleiben, wenn wir den angenommen haben, und der wird auch für immer in der Welt bleiben, für jedem einen. So, das wäre auch eine Versprechung, euer Heimat durch wir. Euer Heimat im Himmel vor, er hat da lang von geredet. Ich weiß nicht, wie in Johannes, der Evangelium in der Bibel stand. Und das ist interessant, wie viel, ich kann nicht vergessen, das ist bei 8. Kapitel, wo das lernen das. Und dann von dort wieder, durch die hat das allemaal, redet er immer von, dass er verloren wird. So, das ist viel mehr von dort geredet, als was wir. So, das ist interessant, wenn wir die Bibel mal durchgehen, dem ich durchstudieren, was wir dadurch finden dann. So, ab das haben wir uns auch verloren. Das ist da. Und wenn wir das nicht haben, was würden wir tun? Wo würden wir hingehen, wenn wir das Tröster nicht haben? Wir weiten dort, wir können zu Gott gehen, wir können immer warten, wenn wir schwere Lehren haben, wo wir durchgehen dann, und auch in guten Zeiten. Das ist immer da, wir können uns Wort entscheiden, so aus wir sind. So wie Betrieb, wir können dort verbringen. So wie mutig, wir können dort verbringen. Wir können immer vor ihm kommen. Und das ist der volle Vertrauen, was wir haben. Das Tröster, der wird uns immer annehmen. Der wird uns immer zuhören. Wir möchten noch Zeiten haben, was wir dann so fallen, der erst keine Erhörung, der erst. Aber es war die Geduld. Wir brauchen die Geduld, dass er wird uns erhören und er wird auch antworten. Aber vielleicht nicht so eine Antwort, als was wir nur gelehrt haben. Wir müssen eine andere Antwort. Aber wir machen das dann noch annehmen. Wir weiten das wir beten, das kann ja und das kann nicht sein, das kann auch sein, bloß wahr. Lothar. Aber das ist, was er sagt, der Tröster wird kommen und der kommt, krieg ab dessen Pfingsttag, dann kommt der. Und an der 26. Vers redet auch weiter von den Tröster.
wat te zijn dat over de Treister, de Heilige Geest, dat de Vader schenken wordt aan mij nomen, die wordt je alles leren en je alles erinnern, wat ik je gezegd heb. So, dat wir ook nog waren, dat is ook wat hij ons leren dat. We kunnen allemaal meer nemen uit, dat is zum Trost, dat is ook zum ons leren. Wils de Jünger hadden veel van Jezus gehoord, aber dat wird noch nicht abgeschrieben. Dat muss ook nog doorgeschreven worden. En er is veel van dort, wanneer we kijken dan, wat Paulus alles geschreven heeft, ook Petrus, al die brieven, want was ook geschreven zijn, al meer de tijd wat Jezus hier weer, aber veel meer wat er nu hergeschreven is, en wat hij zei, die wordt je alles leren en herinneren aan dat wat ik je gezegd heb. En ik dacht aan, wanneer we kijken dan over dit, mir fällt sich einmal so, einer behält so wenig. Ich behalte so wenig von Dingen, was ich gelesen habe. Auch, ich habe verschiedene gelesen, viel gelesen, und falls werden sie das so wenig. Aber auf einmal dann, da fällt einem durch, wenn einer reden, der was wo einer gar nicht über gedacht hat, verüht, der kommt bloß dann droht. Und das ist auch, wo einer verbeten hat, dass Gott wird einem die Wirt geben, zu reden, was einer reden soll. Und auch erinnern an dort, was einer weiß. Und das kriegt, was das jetzt hat. Der erinnert uns einmal an Dinge, wenn wir am Reden sind, meetings haben sie gehen, ich glaube, jeder einer, wer hier ist, der erfahren hat, all wer der reden hat, auch nicht reden hat, das merkt uns aus, uns kommt einmal Dinge an, über das und dort, das hat du und du mal gelesen. Das ist die Jes, was uns das erinnern wird. So, das ist, immer war auch die Jes, was uns kann traghalten mit all das. Wenn wir uns so ganz ladig fallen, bei wo ladig hat mir vierten fallen, da war er noch geht, und man hat erst viel zum Reden, dass Jes durch ein Reden kann. Und das ist auch was einer will. Ich will auch mit mir selbst reden. Ich will auch haben, dass der Jes durch mich reden soll. Ich will hier gleich selbst irgendwas reden. Und ich sage, meine eigenen Werte sind nicht, die bestehen gleich. Gott seine Werte, die bestehen. So, und das ist auch was einer will. Aber danach kriegt das ein Wertfall, dass, weil das hier sagen, der Wort uns lehren, so wir müssen dort auch nehmen, die Schrift, die belehrt uns durch den Jes und die wird uns auch erinnern. Und dann in Johannes 15, 26, redet weiter von den Treister, wo das sagen, dass wenn über den Treister kommen wird, den ich schicken wird von dem Vater, der Jes, der Wahrheit, der vom Vater rührt, der wird von mir Zeichnis geben. Auch war der Treister, und der wird auch Zeichnis geben von ihm. Und er sagte, yes, der Wahrheit. Und das ist, wenn wir kijken, dann eine Wahrheit, das was wir ganz fast abvertrauen können, du hast kein Falsches werden. Und was er gesagt hat, in Johannes 14, ich sende Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. So, das ist der Yes von der Wahrheit. Und das ist auch von den drei einigen Gott, wenn wir die überdenken, dann von dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und das ist ein klares Teken, und das wird hier von Zeichnis reden, und er sagt auch dort, die wollen meine Zeichen sein. So, wir sind auch, wenn wir uns Hand gegeben haben, sind wir auch alle Zeichen. Wir tun alle von Jesus zeigen. Und das ist, was wir alle sollen, und was jeder einer schuldig ist. Das Wahre, das kommt nicht am Reden. Das kommt an die Frucht bringen, an fruchtbar sein, an uns Leben. Und das nächste, was wir kijken, an Johannes 16, von 13 bis 15. Wo das sagen, dass wann über Jana der Heilige, der Jes, der Wahrheit kommen wird, dann wird er
en alle waarheid leiden, dan hij wordt niet uit zichzelf reden over dat wat hij heert, dat wat hij zei, en wat toekomstig is, wat hij junt mitteilen. Datzelfde wordt mij verherrlichen en dat van de mijne nemen en wat van mij nemen en je mitteilen. Alles wat de Vader heeft, dat je heert mij, daarin heb ik je gezegd, hij wordt het van dat mijne nemen en je mitteilen. Ja, hier is ook waar een grote waarheid bij. En het kan waren door den jes. En hier zegt dat ook, de jes van de waarheid wordt ons leiden. En hier moeten we dan ook Geheer geven. Want hij zegt, hij wordt ons leiden. Dan moeten we ook waar horchen. En dan moeten we ook door verbeden en ook geduldig zijn. Dat hij ons ook den rechten weg leiden kan. En ook wanneer hij zegt, en hij wordt ons dat van zin nemen, die wordt niet uit zichzelf reden, wat hij gehoord heeft, dat wordt hij zeggen, wat toekomstig is en wordt het mitteilen. So, ik glaube, wir als Christen, wenn wir uns wirklich auf das alle verloten, und ich glaube, wir tun, aber wir sind schwach. Wir haben Schwachheiten, wo wir einen Fehler tun, aber wenn wir das tun, ich glaube, dann haben wir wirklich nicht zu fürchten. Wir dürfen nicht an Furcht rumgehen. Wenn es Jesus Wort uns leiden, und wir wissen dort, Gott wird seine Kinder niemals an Wort Schlechtes anleiten. Er kann uns an Wort Schwert anleiten, uns vielleicht zu belehren, oder was immer das mag sein. Das ist nicht, dass wir hier bloß immer wollen, helge der Hand, dass wir sein, auf Deutsch. Aber wir wollen gelehrt werden von ihm. So, wenn wir auch Dinge durchgehen, dann müssen wir auch kijken, das ist, was Gott will. Aber dann müssen wir kijken, was will Gott mit dit. Und das ist, was der Fertig schwer ist. Ich höre das mal von einem Redner, wie das sagt, wird, falls er das rüberbringen darf. Er sagt, wenn er eine Schwere oder eine Krankheit nennt, dann fragt er Gott all sehr peinlich, was wirst du mir lehren? Und er steht bloß, du verbeten, ich will dir mal rüt. Willst du bloß rüt kommen und nichts gelehrt haben, dann habt ihr noch nicht ans wiedergebracht. Und das wird mir sehr wertvoll, dass man hier von einem Redner, wo klar der rütbringen darf. Und mir ist das nicht immer wahr so. Ja, ich mag das ein besseres Ding, ich mag das mal eng haben, aber danach, wenn ich das mir nicht gelehrt habe, was hat mir das dann geholfen? So, das ist mehr, du am zu tun zu sein, was will Gott mir mit dem lehren, was ich nicht durchgehen soll, oder durchgehen darf. Und er wird mir durchleiten. Wenn es die Versprechung da ist hier, dass der Jesus die Wahrheit wird uns leiten. Und hier brauchen wir auch den Tröster, wenn wir dann durch die schwere Lehrung gehen, dass der uns wird leiten und führen. Und auch geduldig sein, dafür beten, und auch, dass wir können immer weiter dort vertrauen und immer weiter dann denken, er meint das gut mit uns. Und Jeremia sagt das auch, er hat Friedensgedanken über uns. So, er hat nicht schlechte Gedanken über uns. Und er wird uns das auch alle mitteilen. Und auch der Todkampf hier. Ja, das ist auch interessant, weil wir weiten die Tiden, die kommen immer nur, was wir auch sein, dass was das sein wird, die Tiden, die wollen zum Einkommen, oder nur, dass ich vielleicht, dass Jesus seine Gemeinde wird hier wegnehmen. Aber wir denken auf vielmals, naja, was wird das sein? Aber er wird uns leiden und er wird uns auch die Tiden immer wieder offenbaren. Und da wir mir auch mal wertvoll, als ich ganz am Anfang den Namen gewählt wird, in meinen Diensten rede ich mit einem älteren Prediger, was dann für mich dann hier alle hat. Und dann sagt er auch, wir können Dinge in der Schrift, besonders die Engtiet, können wir mal so weit verstehen, als was wir werden werden. Wir können das nicht sein, wo sich da wird Raum nehmen, wir können das nicht sein, was kommen wird.
En dan, wanneer dat is wat door is, dan kan we dat beter verstaan. Dan kan we de schrift beter zijn wat de schrift zijn dat. En zo wordt het ook blijven. We moeten immer weer kijken wat komt nu en wat zegt de schrift ertoe. Ja, en dan moet ik bloos aan mijn leven denken, do, van dessen jes, van de waarheid leiden en vieren laten. Ik geloof dat is zo zeer wichtig. En wo einer dan ook veel am Gebet is. En zoals we weten, we zijn meerdere hier, wat we verschillende dingen al durchgegaan zijn. En ik ben me zeker, we hebben het alle met een Gebet gedaan. En we zijn ons dan ook dan de tijd ook einig, dat is wat God wil. En dan op eenmaal nog her, dan komt de vriend aan en zegt, dat wordt niet zo zijn. Du hast een Fehler gemacht. Du hast so und so sollt. Maar wanneer we dafür gebet haben en we kunnen niet anders, we hebben dat zo gedaan, zo goed als we kunnen. Dan moeten we aannemen dat we God zien willen. En wo immer wir nu zijn, dat is ook God zien willen. En we moeten zijn durch te komen met deze leiding en viering. En hij wordt ons ziel brengen. Wanneer hier ook verschillende leeuwen ja wat we durchkomen. En dat is immer waar de troost voor mij. Dat we immer waar kunnen aan zijn woord aankijken en ons de ganz vast opverloten. We weten dat zijn woord is waarheid. Hij kan niet leren. En wer ons lees verbringt, dat is de vijand. Die wordt ons verlegen, aber God kan ons niet verlegen. En zijn versprechen zijn trouw. Die worden uitvallen. So, waar we immer waren door aan denken, en vast op dit verloten, God is trouw met ons. Hij wordt ons niet ontsmeren. Hij is niet een leugenaar. Noch einmal terug naar Apostelgeschichte, eerste kapitel. Ik wil nog einmal een paar versen doorgaan. Wo de 8e vers, wo dat reden dat van den Helden Jes, van de Kraft, en dat ze waren Zegen zijn, en dat zegt bij on eng de eerd. En wanneer we hier kijken, dan hier kan we ook meer uitnemen. Weil es waren dat bloß für seine Jünger was wir für die Aposteln, dann wurde sich dort auch lang abgehört, weil es, man hat sagen, dass von das eng, so wie kann sein, dass jetzt, was er schicken, der ist nicht bloß ab einer kurzen Zeit, der ist so lang aus der Welt stehen. So der wird immer wahrer, was hier sind. Und das ist mir auch ein wertvoller Trost für uns. Wir können alle dort ganz fast stehen und hoffen, en verzekerd zijn, dass Jesus der ist an onze tijd bij ons en we weten het ganz sicher. En jeder einer, wer ein Christ ist und wer ein christliches Leben führen der twijfelt ook wel aan. Wir haben das ganz klar. Und das ist wirklich ein sehr versprechendes Wort. Und ich sind immer so mutig damit, weil da kann sein, wo Gott sein Wort zu uns reden wird. In Römer 8, Vers 26, weil wir da noch ein Vers bekennen. Ich kann mit meinen Versen, der ich das alle, als het wertvoll war, dat alle weer immer waren van dat reden dat, en waar ons het ook immer waren moed en troost geven dat. Römer 8, Vers 26. En hij zei, groot zo komt ook de Jes, komt de Jes aan onze Schwachheit te helpen. Dan we weten niet wat we beten zullen, zoals zich dat gebeurt. We willen zijn zoals dat wordt schrecklich zijn. Maar de Jes zelfs treedt voor ons aan met een onuitsprechliche Seufzen. Ik dacht even dit nog, krijg wanneer we dat Jes hebben, en ook waar het terug, wanneer we over tijden nu denken doen, en ik en er redt vielleicht zu viel von dort, aber wo das Hort voll von ist, da redet viel von, und mir geht das auch so.
Ik kan ook niet anders. Maar we zijn dit, dat we weten vielmals al gleich, wat we beten sollen. We kommen einmal ganz an den Eng. Wir weten nicht, was wir beten sollen. Ich kann von meiner Lehre vertellen. Und es kann auch sein, dass Menschen, nachdem ich habe gegangen mit kranken Menschen, erstlich dann beten, und sie soll gesund werden, und schließlich geben ab, weil sie müssen das an Gott seine Hände geben. Und dann kommt das auch durch, dass wir weten einmal bloß gleich, was wir beten sollen. Wenn wir kommen an eine Lehre lernen, dass wir können nicht sein, wirklich, was soll ich nun noch fragen? Was soll ich fragen? Was wird nicht das Beste sein? Und dann, wenn wir auch ganz an der Eng sind, dann ist das jetzt noch wahr bei uns. Und er weiß uns hart. Er weiß, wo wir das meinen. Und dann sagt er, und der kämpft für Gott. Und der bringt das für Gott, so aus das fehlen wird. Und dann ist es wahr, dass wir uns da eine Hand geben, dass wir das annehmen, weil es nicht haben, wenn wir ganz in eng sind, haben nicht gewusst, was wir beten wollen. Das Jahr ist für uns Gebet. Und wenn es dann in anderen Weg ausfällt, als was wir uns haben, immer gedacht, dann müssen wir das nicht annehmen. Das ist, was der Jesus für uns beten hat. So das sind alles sehr starke Werte, weil es sind Gott seine Werte. Und trägt in der Apostelgeschichte, wir haben da noch ein klein bisschen mehr von zu reden. Wollen da nicht viel mehr über reden, aber mir erst, das einmal war, in Fall, wo vollgepackt die Versen sind, was Gott seine Werte sind. Und wir sehen dort hier an den 6. Vers, wo Jesus seine Jünger am Frauen leiden, als sie der Taub wären, wann zu welcher Zeit wusste, dass Israel war abrechnen. Sie hatten ganz die Gedanken, sie wären an der Meinung, dass Jesus wieder nie kommt und die würde das Reich von Israel abrechnen, dass sie von der römischen Reich los wären. Und dann sagt er auch, dass es nicht, steht nicht an jener Zeit, steht nicht nur an, dass die das sollen weiten. Gott hat das für sich selbst behalten. Und wenn wir gucken dann, das Reich von Israel, da wird mal abgereicht worden, wenn Jesus wahrer kommen wird, für das 1000-jährige Reich, dann wird das Reich vollständig abgereicht worden. Das hat einen Anfang, wo der Schrift auch von reden wird, wir sollen in den Morgen, wenn der Feigenbaum utloten wird, was auf Israel handgedient ist, dann weten wir, dass es dich bei. Und wir wissen nicht, wie lange das dann noch dauern wird. Aber das kommt nur da. Wir wissen, dass mit jedem Tag, was wir beleben, dann sagen wir einen Tag nur da. Aber wo dich bei, da weten wir wenig. Aber das ist interessant, dass er dort auch mit annehmen wird. Aber die Jünger früher noch. Ich denke, mal Eva, da sind viele Dinge, was mir einzieht, einmal mit Bodern deut, und auch noch, wenn dann lesen dat und einer hier würde vorher in der Schrift gelehrt und all die immer jeden Jesus werden, immer Frauen stellen deuten, immer negativ werden jeden dort. Und dann gibt Jesus eine Antwort. Und er gibt immer eine Antwort. Wenn die Frauen dann nicht alle wären, dann würden wir die Antworten auch nicht haben. Ich dachte mal immer nur, das ist auch eine Leitung und Führung für uns. Ich meine, das ist eine besondere Lehre für uns. Wir sollen nicht negativ sein. Aber danach, durch dort, kommt viel Rüd. Was Jesus deed und was er sagen deed, was uns eine Lehre ist. So, das ist ein ganzes Bibelbuch. Das ist so sehr voll. Und ich weiß, dass mir mehrmals so weint, dann was durchgehen da. Und ich lerne dann all sehr, die Welt mal bei da sein und mal wieder sein. Und ich sage, noch war nie schlecht, dass man war frisch zu tun. Und ja, da ist so gründlich viel Bern durch das ganze Bibelbuch, was wir keinmal ausschalten können. Und ich sage noch dankbar dafür. Das hilft uns immer weiter in Nies, in der Frieden. So, weil wir bloß auch unholen bleiben. Und so, ich schon reden, da ich kriege nur ein Wort von den Tiden, wie durchkommen. Als ihr lasst auch
En de voor zijn nou terug, als ik de boodschap breng, dat waar we door wo we zijn, en de leeuw wat we zijn, en ik weet dat het niet allemaal leicht, dat we door ons best het verzekeren te doen. Krijgen doen wat we daar kunnen durch ons leven. Waar we dat zijn durch te gaan, dat we om eng worden, partlich kan beam ook ervangen worden als true deiner. En we weten dat de broek veel am immer true te zijn, maar we zijn dat ook durch dessen jes, dat hij jaf ons den jes, hij wordt immer wahrer ook dat schenken, dat we kan true blijven. We weten dat hij heeft voor ons gebed, wanneer we dat Johannes dat 17e kapitel durchgaan, daar vingen we dat hij heeft voor ons gebed. Hij heeft dan voor zijn jingen gebed en hij heeft ook voor ons gebed. En zum Schluss, waar we nemen Psalm 73, vers 23 bis 26, das sind ein paar Versen, waar we ons dat lesen zum Schluss. Psalm 73 van 23 bis 26 würde es sein, dass danach blieb ich immer bei dir. Dann du hältst mich bei deiner rechten Hand, und du lädst mich nach deinen Rot und nimmst mich mit ihren an. Wenn ich mal die habe, dann freue ich nicht nur Himmel und Erde. Wenn mir auch mein Lieb und Seil verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit mein Hortenstroos und mein Teil. Dat is een zeer fijne Schluss, ab dort zu verloten. Ja, waar we Schluss merken, weil ich vielleicht noch abstunden will passen erst nach dem Gebet. Ons lieve himmlische Vater, ich sage noch wahrer Dank, verdient wird, auch für dort, was du für uns versprochen hast und auch getan hast, und auch noch das, dass wir diesen Jästchen haben, und dass er uns auch immer war und Dinge erinnern, was du gesagt hast. Und Herr, so schwach als einer auch mal sich fällt an die Lied zu sein, und danach, dass er dir einbrücken kannst. Ja, Herr, du hast uns alle gemerkt, und du hast verschiedene Gefäße gemerkt. Du brauchst ein zu dort und ein zu dort. Und Herr, musst du das schenken, dass wir uns auch alle können für dort handgeben, zu dort, was du uns brücken wirst, dass wir die hier, solange wir auf Erden sind, verherrlichen können. Die hier können ihr sein. Herr, dass wir auch können dort utrechten, was du wirst mit uns utrechten. Herr, wenn wir uns auch noch so schwach fallen, aber das Jes wird immer wahre Kraft geben dazu. Und Herr, ich danke dir dafür, dass das Jes gekommen ist, das Tröster. Und Herr, du hast mir auch so viel durch mein Leben immer wahre Mut und Trost gegeben, wo ich für mich selbst in der Eng war. Aber dein Jes hat mich geleiten geführt, bis hier zu. Und Herr, ich muss immer wahre bekennen, so dass Paulus sagt, das allein durch deine Gnade. Und Herr, ich danke dafür. Herr, musst du uns alle segnen damit. Und ich weiß, du segnest in jedem einen. Und auch all die, die noch nicht die angenommen haben, du bist rein, du bist willig, jeden einen anzunehmen. Du kannst du hier auf Erden, uns alle zu erleisen. Und Herr, musst du schenken, auch viele, die wir noch nicht haben, dass sie möchten annehmen und auch, dass wir im Brief sind für ihn, dass sie das sein kann, wir haben ein anderes Leben, wir haben auch eine Freude. Und dann, wenn wir auch schwere Zeiten durchgehen, wir sind anders als die, was sich auf der Welt verloren. Herr, musst du uns alle stärken an. Schenken jeden einen, wer immer hier auf Teuerhorch, nicht wird, was ich rede, was dient wird, dass das kann Frucht bringen, dass er an uns alle kann so sein aus dem Baum, was am Wutter geplant ist und was für immer Frucht bringt. Herr, solange wir hier auf Erden sind. Herr, musst du uns alle segnen, bitte ich in die Namen. Amen. A wonderful Savior is Jesus, my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the depths of the rock, where rivers of pleasures I sing.
taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He